der Mensch ist so gestrickt, dass er, wenn er was bekommt, in der Regel sagt er, ich möchte dir irgendwas Gutes zurückgeben. Und dann sagt er, ja, wie kann ich helfen? Wo kann ich Hand anlegen? Und so haben wir so viele Helfer, ja, und dadurch trägt sich der Freundeskreis. Und Sie haben schon gerade angesprochen, es gibt da auch sehr viele Informationen. Es gibt einen Dokumentationsfilm auf YouTube. Unter diesem Interview ist alles verlinkt. Wer da in Resonanz geht oder Interesse verspürt, der kann da gerne schauen und sich berühren lassen. Dadurch wirkt ja auch diese Kraft von Bruno Gröning. Was mich Ja. jetzt interessieren würde, weil das vielleicht was ist, was man nicht einfach so nachlesen kann, was würde denn Bruno Gröning sagen, wer oder was Gott ist? Haben Sie dazu etwas, was Sie mit uns teilen können? Meine Mutter hat erzählt und meine Mutter kannte Bruno Gröninger persönlich Mhm. sehr gut. Und sie hat gesagt, wenn Bruno Gröning von Gott gesprochen hat, dann hat man immer das Gefühl gehabt, er würde von seinem leiblichen Vater reden. Man hat das Gefühl gehabt, er kennt ihn so gut, dass man, ja, als ob er als Mensch da gewesen wäre. Bruno Gröning hat viel von Gott gesprochen, aber letzten Endes ist es so, und das ist meine persönliche Erkenntnis, wenn einer sagt, ich weiß, ich kenne Gott, ich weiß, wie er ist, dann sage ich, er ist ganz anders. Weil Gott zu erfassen, wie er wirklich ist, dafür fehlt uns einfach die Dimension. Weil Gott, Bruno Gröning sagte, Gott ist überall. So, was heißt das? Ja, in allem ist Gott drin. Gott zeigt sich uns in der Natur, im Menschen. Man kann, also wenn man sich das vorstellt, Gott ist der Mann im Stuhl mit dem langen Bart, wo er aufpassen muss, wenn er geht, dass er nicht drüber stolpert. Das ist, Gott ist nicht so. Gott ist die Liebe. Es ist ein Prinzip. Und ob die einen jetzt dieses Göttliche so nennen oder so nennen, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Religionen und Kulturen, die das unterschiedlich ähm, artikulieren. Aber im Grunde genommen meinen sie immer dieses allumfassende, alles Leben gebende Prinzip, was aufbaut, was fördert, was hochgeht. Und wenn Bruno Gröning über Gott gesprochen hat, hat er aber auch gesagt, Gott ist nicht alleine da, sondern er hat auch einen Widersacher und hat den auch mit dem Namen genannt. Und der hat sich die Aufgabe gestellt, alles zu zerstören, was Gott aufgebaut hat. Also der will alles kaputt machen. Und ich denke mir oft, der hat schon einen recht guten Job gemacht, der da unten. Und es geht aber, dieses zu erkennen, und man kann ihn ganz einfach die Macht nehmen, indem man einfach das nicht mehr glaubt, indem man an diese Schreckensnachrichten, all dieses Ungute nicht glaubt. Und wenn der Arzt sagt, Sie sind unheilbar, Sie sind austherapiert, da können wir Ihnen nicht mehr helfen. Wenn ich das jetzt glaube, dann glaube ich an das Negative. Dann ist es so. Sage ich, stopp, du weißt es nicht besser, du hast nichts anderes gelernt, aber ich weiß was anderes, es gibt noch was und das glaube ich nicht, sondern ich glaube, ich werde gesund. Dann glaube ich an das Gute und dann gebe ich dem Guten die Macht und dann kann es wirken. Und das sind einfach kleine Prinzipien, die uns aber keiner gesagt hat. Nicht in der Schule, nicht im Rathaus, nicht im Gottesdienst, nicht in der Familie. Keiner hat uns das gesagt. Da musste ein Bruno Gröning kommen, der dann gesagt hat, Gott ist für alle da. Er kennt euch nicht nur, sondern er liebt euch auch. Und er möchte, dass ihr glückliche Kinder seid, gesunde Kinder seid, dass ihr fröhlich durchs Leben geht und nicht und leidet und meint, ihr würdet noch was Gutes damit tun. Nein, alle Eltern, Sie auch, Sie freuen sich auch, wenn Ihre Tochter strahlt und glücklich ist und rumspringt und Sie sind traurig, wenn sie auch traurig ist. Und so ist Gott. Man kann nicht sagen, Gott ist so. Jeder hat ein anderes Bewusstsein, eine andere Entwicklungsstufe und deswegen sieht auch jeder Gott durch ein anderes Fenster und erlebt ihn auch anders. Und es gibt wieder Menschen, die sagen,
Ich kann von Gott nur sagen, das muss ein ganz großer Idiot sein, wenn es ihn überhaupt gibt, wenn er das und das zulässt. Ja, das ist eine Entwicklungsstufe. Aus dieser Perspektive, wo der Frosch sitzt, der sieht nicht so weit. Wenn man aber weiter ist und das Ganze sieht, dann merkt man, das ist schon richtig so, wie es läuft. Und deswegen zu sagen, Gott ist so per Definition. Also entzieht sich meinem Kenntnisstand. Ja, schön, ganz schön. Sie zeigen damit einfach auf, dass es auch wirklich etwas sehr, sehr Individuelles ist und Ja. ja, jeder persönlich da auch irgendwie seine besondere Reise in diese Verbindung erleben darf, ja. Hm. Schauen Sie, gehen Sie auf einen Menschen positiv zu, dann wird er ganz anders auf Sie reagieren, als wenn Sie ihm mit Argwohn und Skepsis gegenübertreten. Dann wird der auch ganz anders sein. Und Gott ist auch so. Er ist offen, er steht mit offenen Armen da. Und wenn wir sagen, nee, 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 dann sagt er, okay, schade. Aber wenn wir uns nur einmal umdrehen und sagen, ach, dich gibt's ja wirklich und kannst du mir bitte helfen? Dann rennt er uns die 1.000 Meter entgegen und hilft uns. Also deswegen, es ist eine Bewusstseinsstufe, wie Gott für einen ist. Hm. Aber im Grunde ist er für alle da. Er wartet. Das ist Für alle, geduldig. für alle, die jetzt zuhören und da so diese leise Stimme in sich haben, das hört sich, also der Herr Häusler, der macht es jetzt irgendwie so interessant. Jetzt, ich spüre da so ein Interesse, so einen Wunsch, mich mit dieser Kraft zu verbinden. Und für mich vielleicht auch einfach so herauszufinden, zu erforschen, wie ist Gott für mich? Wie fühlt sich Gott für mich an? Wie kann ich ihn erfahren? Was würde Bruno Gröning sagen? Wie kann man sich denn am besten mit dieser Kraft verbinden? Ja, das ist diese ganz große Frage, die sich viele, viele stellen und sagen, ich frage Gott und er antwortet mir nicht. Und Bruno Gröning hat uns etwas also er hat uns nicht nur die Lehre gegeben, also die Gebrauchsanweisung auf dieser Erde, sondern er hat uns auch gezeigt, wie wir an diese göttliche Kraft herankommen, wie wir in Kontakt mit Gott treten können, wie wir uns an dieses Elektrizitätswerk, diesen Stecker in die Dose reintun können, dass die Verbindung da ist und dass wir dann wie ein Handy aufgeladen werden. Jede Batterie muss aufgeladen werden, sonst ist sie wertlos. Und wenn man schaut, wie die meisten Menschen durchs Leben schleichen, vegetieren, da denkt man immer, denen fehlt einfach nur die Kraft. So. Und Bruno Gröning hat uns gezeigt, wie wir diese göttliche Kraft aufnehmen können. Und er hat von der göttlichen Kraft gesprochen. Heilstrom. Und er sagte ganz einfach, setzen Sie sich hin, Kutscherhaltung, also Beine am Boden, Hände auf die Oberschenkel, geöffnete Handflächen nach oben. So wie ich jetzt da sitze. Gut, jetzt sehen Sie das da unten nicht, aber so hinsetzen und dann einfach mal alles Ungute, alle Gedanken raus. Es ist ganz schwer, an nichts zu denken. Aber dann sagt er, sonst holen Sie sich was Schönes her. Ein schönes Erlebnis. Vielleicht, wenn Ihre Enkelkinder Sie umarmen oder die erste Geburt, wenn das Baby dann da ist, der erste Schrei. Irgendwas Schönes. Oder Hochzeit. Oder beten Sie. So. Und sich auf jeden Fall von allen unguten Gedanken freimachen, lösen. Das heißt, was Gutes rein, dann geht das Ungute weg. Und dann den Körper beobachten. Und dann einfach sagen, sich innerlich öffnen und indem ich einfach sage, lieber Gott, bitte, ich möchte diese Kraft spüren. Ich möchte die Verbindung, ich möchte ganz in die Verbindung mit dir gehen. Und dann kann man auch sagen, Bruno, bitte hilf, dass das gut zusammenkommt. Und dann fließt diese Kraft. Bei manche spüren das nicht, weil sie es nicht mehr gewohnt sind, weil der Körper da einfach die Sinnesorgane, sagen wir mal, verkrustet sind. Aber das gibt sich mit der Zeit. Und das heißt aber nicht, dass man, wenn man nichts spürt, keine Heilung kriegen kann. Und diese Kraft, die dann fließt, das ist wie Finger in der Steckdose. Nicht ganz so, also man überlebt es. Dieser Heilstrom, diese göttliche Energie, die ist das Aufladen unseres Gerätes. Und diese Energie, die Kraft, die vitalisiert im Grunde genommen alle Zellen im Körper. Und
mit dieser Kraft, in dieser göttlichen Kraft ist für meine Begriffe alles enthalten, was wir zum Leben brauchen. Das ist nicht nur für die körperliche Gesundheit, für die Vitalität, sondern es ist auch im Leben. Es ist ein Schutz vor unguten Gedanken. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auf uns einhämmert jeden Tag. Wenn ich das durchgehen lasse und sage, ist halt so, das sind meine Gedanken, dann werde ich dem unterliegen. Ich kann aber auch sagen, stopp, das will ich nicht. Ich will das Gute. Jetzt kriege ich so einen Schutzmantel, so ein Schutzschild durch diese Kraft. Ich bekomme durch diese Kraft Gedanken. Was ist zu tun? Meine Intuition wird lebendig, geht auf. Und ich treffe wesentlich weniger Fehlentscheidungen, weil ich in mich hineinhorche. Die Kraft zeigt mir das, öffnet mir das. Und deswegen ist für meine Begriffe dieser Heilstrom, dieses Aufnehmen dieses tägliche Aufnehmen des göttlichen Heilstroms elementar. Und das mache ich auch jeden Tag. Und ich empfehle es auch den Menschen, so wie Bruno Gröning uns das gesagt hat. Also hinsetzen, öffnen, bitten, fühlen. Das muss nicht lange sein. Am Anfang sagt man 5 Minuten, boah, das war jetzt schon anstrengend. Aber wenn man das öfter macht, hat man irgendwann nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten das Bedürfnis, oh schade, ich muss jetzt weiter, aber ich würde noch gerne. Und bei vielen erlebe ich es auch, die ganz neu zum Freundeskreis kommen, wo wo Energielevel auf Null im Minusbereich ist, die haben das Bedürfnis, sich nicht nur ein- oder zweimal am Tag einzustellen, die machen das 3, 4, 5 Mal, weil sie spüren, oh, boah, da lädt sich, boah, da tut sich was, das ist gut. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit, Wochen, Monaten, ebbt dieses intensive Gefühl ab und dann haben sie das Gefühl, boah, jetzt ist mein Akku voll, jetzt brauche ich nicht mehr so oft mich einzustellen. Und es ist etwas ganz Natürliches. Eigentlich machen wir es ja im Schlaf automatisch. Aber das reicht oft nicht, weil wir in unserem Leben viel mehr Kraft ausgeben und verplempern durch so viel negative Dinge, dass der Input nicht mehr ausreicht, um uns über Wasser zu halten. Und damit laufen manche mit einem Akku rum, was gerade noch einen Balken hat und ständig piept, ich will ans Ladegerät. Und ja, und das hat uns Bruno Gröning gezeigt, wie diese Kraft aufzunehmen ist. Und da wir göttlich sind, hat der Schöpfer auch daran gedacht, wie wir auch immer wieder geladen werden können. Also er hat die Ladestationen, die hat er überall installiert und wir können rund um die Uhr und egal wo wir sind und auch egal in welcher Situation wir sind, wir können uns immer auf diese göttliche Kraft einstellen und das spürt man. Und wer das mal erlebt hat, der sagt, möchte ich nicht mehr missen. Mhm. Ja, ganz schön. Vielen Dank, also dass Sie da einfach auch so praktisch mal einen Einblick gegeben haben. Ich möchte an dieser Stelle gerne erwähnen, dass da also jeder, der Interesse hat, auch die Möglichkeit hat, sich da einführen zu lassen in die Lehre Bruno Grönings und da natürlich noch viel mehr Informationen zu Bruno Gröning selbst, aber auch zur Lehre von Bruno Gröning fließen. Und das passiert auf kostenfreier Basis. Gerne sind Spenden willkommen, wer möchte und es aus dem Herzen gibt. Und kann man eben an der Stelle auch erwähnen, dass das ganze Werk dieses Bruno Gröning Freundeskreises, also aus freiwilligen Helfern, aus der Kraft freiwilliger Helfer, unentgeltlich, ja, also gewuppt wird. Vielleicht ist es nicht ganz das passende Wort, aber dass da wirklich so viele Menschen, weil sie es im Herzen fühlen und spüren, da hingebungsvoll wirken. Und vielleicht kommen wir da ja fast schon auch zu dem Thema Bestimmung. Es sei denn, Sie möchten noch was zu dem, was ich vorher gesagt habe, ergänzen. Ja, zum Freundeskreis vielleicht. Man kann sich das ganz schwer vorstellen, was man unter einem Bruno Gröning Freundeskreis sich vorstellen kann. Dass man einfach mal so ein paar Bilder hat im Kopf. 130 Länder habe ich schon erwähnt. Der Freundeskreis, das sind ungefähr 83.000 Menschen weltweit, die sich auf diesen Heilstrom bewusst in diesem Freundeskreis einstellen. Und Bruno Gröning hat gesagt, der Mensch ist auf die Dauer alleine zu schwach. Das ist wie eine Kerze im Wind. Irgendwann geht es dann aus. Und deswegen hat er gesagt, kommen Sie regelmäßig zusammen und nehmen Sie diese Kraft gemeinsam auf. Und
treffen sie sich in Gemeinschaften. Und so haben wir dieses auch umgesetzt, dass wir weltweit überall in allen Städten, wo es irgendwo geht, dass wir da Gemeinschaftsstunden haben, wo die Freunde alle 3 Wochen zusammenkommen. Und das sind Gemeinschaften, das sind 10, 20, 30, 35 Freunde, die da zusammenkommen und von dem, was sie durch die Lehre Bruno Grönings erlebt haben, berichten. Also über Krankheit reden ist No-Go. Mhm. Man kann über die Krankheit dann reden, wenn man die Heilung bekommen hat. Dann kann man sagen, das hatte ich habe die Heilung bekommen und jetzt kann ich wieder das alles. Und jetzt brauche ich das und das nicht mehr. Jetzt bin ich gesund. Dann kann man es sagen. Aber sonst reden wir nicht drüber. Und wir beschäftigen uns auch mit der Lehre Bruno Grönings. Was hat er gesagt? Wie ist das zu verstehen? Wie habe ich das umgesetzt? Und in so einer Gemeinschaftsstunde, die so 2,5 Stunden dauert, werden all diese positiven Erfahrungen weitergegeben. Man kann auch selber was berichten und man fühlt sich hinterher aufgeladen. Und auch da geschehen wieder Dinge, wo ich sage, das sehen wir einfach nicht. Mhm. Aber wir spüren es. Vorher kommen wir da an, müde vom Tag und nach der Gemeinschaftsstunde gehen wir nach Hause und denken, oh, jetzt könnte ich tanzen gehen. Es ist einfach ganz anders. Und also so sind die Gemeinschaften weltweit. Und jeder, der Interesse hat, der kann diese Gemeinschaften besuchen. Damit er aber weiß, um was es da geht und nicht da sitzt wie eine Kuh vorm Berg und sagt, ich weiß nichts, verstehe ich nicht, ist es sinnvoll, dass man ihm erstmal so die Basics erklärt. Und das geschieht in einer Einführung. Das ist ein Gespräch vom Gemeinschaftsleiter zu jemandem, der Interesse hat. Und wer da Interesse hat, der kann sich auf der Webseite, auf unserer, im Kontaktformular eintragen. Und das ist, finde ich, so genial mittlerweile durch die Technik. Egal, wo auf dieser Erde irgendwo ein Mensch Interesse an Bruno Gröning hat und sich da einträgt, dann wird die Adresse an den Gemeinschaftsleiter weitergegeben, der diesem Wohnort am nächsten ist. Und wenn das in Singapur ist, gibt es in Singapur eine Gemeinschaft und da werden Sie dort, und der Gemeinschaftsleiter wird Sie dann anrufen und sagen, Sie haben Interesse, Sie möchten eingeführt werden. Wie machen wir es zeitlich, örtlich, wie machen wir das? Und wenn die Entfernungen zu groß sind, dann kann man das per Zoom hier mit diesem schönen Medium machen. Oder wir haben auch ein System, das geht auch. Oder am Telefon oder wie auch immer. Und ob Sie am Nordpol sind oder in Südamerika, spielt überhaupt keine Rolle. Überall haben wir Gemeinschaften weltweit. Und so werden die Freunde angelernt, diesen göttlichen Heilstrom in sich aufzunehmen und für sich persönlich ins Leben umzusetzen. Und weil Sie gesagt haben, Helfer, ehrenamtlich, ja, wenn man das mal erlebt hat und sagt, die vielen Stunden, die ich jetzt nicht mehr beim Arzt sitze, was mache ich damit? Ich möchte irgendwas wieder zurückgeben. Und der Mensch ist so gestrickt, dass er, wenn er was bekommt, in der Regel sagt er, ich möchte dir irgendwas Gutes zurückgeben. Und dann sagt er, ja, wie kann ich helfen? Wo kann ich Hand anlegen? Und so haben wir so viele Helfer, ja, und dadurch trägt sich der Freundeskreis. Also wir haben keine Personalkosten, nichts. Alles Ehrenamt, weltweit. Das ist schon, ich bin richtig stolz auf unsere Jungs und also auf unsere Freunde, die hier das Ganze so tragen. Und ich alleine könnte da gar nichts. Das geht nur im Team. Ja. Auch so ein schönes Zeichen für diese Gemeinschaft in der Zeit, in der wir jetzt sind, dass da wirklich einfach so, ja, so Werte von Gemeinschaft und sich gegenseitig helfen und miteinander für etwas Gutes zu gehen, so liebevoll gelebt werden, ja, einfach, ja, wirklich schön. Ja, und wenn ich will, der muss nicht. Mhm. Ne? Also völlig frei.